Hallo, Hallo. ich bin Lisa Ich bin Achim. und wir sind die Familie Reitzig. Herzlich willkommen hier in unserem 300 Jahre alten Fachwerkhaus. Wir wohnen hier gemeinsam mit unseren beiden Kindern Frieda und Martha und unseren 3 Katzen und unserem Basset-Hound Eckhart. Den lernt ihr heute auch noch kennen. Ja, kommt mal mit rein. Dann kommt mal mit, ab ins Wohnzimmer. Hier schnarcht unser Eckhart, unser Hund. Im Wohnzimmer sitzen wir mit der Familie, wir essen hier, wir feiern hier auch mal. Und der Raum ist so eingerichtet, dass wir unsere Möbel immer, je nachdem, welche Veranstaltungen wir haben, dann auch anpassen können. Somit ist der Raum relativ frei, aber dadurch auch flexibel. Die Küche ist ein Stockwerk hoch. Ich sag mal so, man ist schon einige Meter unterwegs. Jeden Tag Frühstück decken, Frühstück wieder weg. So, Löffel vergessen, nochmal schnell nach oben oder nach unten. Aber das gehört dazu, es hält ja auch fit. Wir haben schon über viele Jahre alte Möbel zusammengetragen für die Werkstatt, für die Wohnung und arbeiten die auch nach und nach wieder auf. Ich bin ja von Natur aus gelernte Tischlerin und weiß, was es heißt, Vollholzmöbel dann zu bauen und wie viele Jahre diese Möbel auch Bestand haben können. Und heutzutage werden ja auch einige Möbel aus Presspappe gebaut und das kann ich nicht zulassen hier bei uns im Haus. Ja, übrigens haben einige Möbelstücke Namen erhalten. Die sind von den Vorbesitzern. Der hier zum Beispiel, das ist Oma Hedwig. Meine Uroma hieß so und ich habe den Schrank von ihr geerbt. Selbst unsere Kinder, wenn die Gläser suchen, also hier sind unsere Trinkgläser drin, dann wissen die bei Oma Hedwig und dann wissen die auch, wo sie hingehen sollen. Die Balken haben wir erstmal freilegen müssen. Da war Tapete drunter, da war Glaswolle drunter, Styroporkügelchen. So über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte wurde halt immer weiter zugebaut und zugebaut. Und wir haben gesagt, okay, das muss erstmal auf Null gesetzt werden, es muss aufgemacht werden, das Haus muss atmen können. Wir haben im Zuge der Sanierung das Erdgeschoss ausgeschachtet und haben festgestellt, dass einige Balken, also die Schwellbalken, das sind die Balken, die ganz unten verlaufen, dass die mit Beton quasi übergossen waren. Also die saßen im Beton drin. Und das ist für das Holz natürlich schädlich. Genau, das Wasser geht rein in den Holzbalken, der Beton isoliert das Wasser kann nicht mehr abgeführt werden und somit fängt der Balken dann halt einfach an zu gammeln. Das heißt, wir hatten dann hier den ganzen Balken freischwebend, unten drunter konnte man durchfassen und haben den Balken dann einfach übers Fundament gesetzt und somit kann er von links, von rechts und von oben abtrocknen und haben das Ganze denkmal- und fachgerecht einfach saniert. Ja, meine Werkstatt befindet sich quasi im Wohnraum. Es ist ein fließender Übergang, Fluch und Segen zugleich. Ja, kommt mal mit. So, hier ist der Hauptraum, mein Goldschmiedetisch, an dem ich jeden Tag arbeite und auch Goldschmelze, Löte, meine wunderschöne Walze, das Herzstück einer jeden Goldschmiedewerkstatt. Also hier werden ja die Schmuckstücke alle hergestellt und gegossen. Ich arbeite ja mit Naturformen. Man kann sich eine Mondkapsel vorstellen, die dann in Silber oder Gold abgegossen wird oder Äste, die zu Ringen verarbeitet werden. Und das ist schon seit mittlerweile 2018 mein Beruf und den kann ich jetzt hier in meiner eigenen Werkstatt im Haus auch wunderbar ausüben. Dann geht es hier weiter. Das ist mein
Kursraum. Hier werden die Goldschmiedekurse durchgeführt. Ihr seht hier 2 Goldschmiedetische mit jeweils 3 Arbeitsplätzen. Goldschmiedetische sind ganz charakteristisch mit einer Mulde ausgestattet, an die die Goldschmiedin sitzen kann. Und zwar, das kann ich euch mal zeigen, man sitzt relativ weit unten, damit man mit der Schulter auf Tischhöhe arbeitet. Ja, dann lasst uns doch mal nach oben gehen. Wie ihr seht, haben wir eine relativ kleine Küche. Bei uns ist es so, dass Achim kocht. Ich bin eigentlich kaum in der Küche. Mir sind ganz besonders wichtig einfach kurze Wege, dass ich mich einfach kurz rumdrehe, aufmache, den Löffel raushole und dann auch das habe, was ich brauche. Wir haben hier ein wunderschönes Fenster in den Garten und mir war wichtig, dass ich beim Kochen einfach rausgucken kann, irgendwie die Natur nebenbei noch genießen kann. Die nächste Herausforderung wird sein, dass wir die Küche fertigstellen. Hier sind noch einige Punkte, die noch erledigt werden müssen. Ich habe letztes Jahr im Fliesen-Outlet noch wunderschöne Fliesen mit Blattmuster erhalten. Die fehlen hier leider noch. Die werden wir dann mit Hilfe von Lehm auch an die Lehmwand kleben. Dann ist hier auch noch sichtbar, dass wir den Schornstein mit USB-Platten verdeckt haben. Das sind so Details, die jetzt fürs Wohnen noch nicht so wichtig waren. Deswegen folgen die dann im Sommer, wenn wir uns dann die Zeit nehmen. Und dann wird die Küche auch noch fertiggestellt. So, hier sind wir jetzt im Kinderzimmer. Wir haben 2 Kinder. Das mittlere Zimmer ist das Spielzimmer für die beiden. Hier haben sie ihr Sofa und können sich ausbreiten, ihre Pferderanch aufbauen. Und hier rechts und links sind dann die beiden Schlafräume. Die Katzen können selber rein und rauskommen, sind da ganz selbstständig, halten sich aber hier tagsüber ganz oft auf und sind auch ganz froh, wenn sie abends die Kinder mit ins Bett bringen können. Hier waren teilweise alte Dielen drin. Allerdings versteckt unter Teppich, Ja. Linoleum. Ja, richtig. Und jede Generation hat in den letzten 100 Jahren eine Schicht draufgesetzt. Quasi einen Tag vor unserem Einzug wurde der Boden hier noch verlegt. Und am Abend, als dann die Möbel schon alle unten standen, sind wir hier hoch und haben den noch schnell einmal übergeölt. Hier war früher keine Tür drin. Die Tür war hier hinter dem Bett. Die haben wir dann zugemauert mit Lehmsteinen. Unsere Idee war, die alte Tür, die hier drin war, die Türzage, dann hier wieder einzubauen. Die Tür muss erstmal noch aufgearbeitet werden. Das ist eine alte Barocktür mit Kastenschlössern. Denkmalgerecht saniert ist natürlich auch immer das Stichwort für uns, außen wie innen. Gleichzeitig wollten wir den Kindern ein eigenes Reich schaffen. Das heißt, wir haben den mittleren Spielbereich, wir haben die beiden Schlafzimmer. Und im Endeffekt, wenn die Kinder ihre Ruhe haben wollen, gibt es eine Tür, die können sie zumachen. Und dann haben sie ihr Reich. Und jetzt zeigen wir euch das Bad. Kommt mit! Willkommen in unserem versteckten Bad. Verstecktes Bad deswegen, denn als wir das erste Mal das Haus besichtigt haben, war es so, dass das Bad, die Eingangstür war verdeckt von einer Rigipsplatte und man konnte nur so den Kopf halb reinstecken durch ein kleines Loch. Und da haben wir ein altes Baustofflager entdeckt. Wir haben aber sofort eine Idee gehabt von dem Raum. Ich habe sofort gesehen, ich wollte unbedingt in diese Ecke, in die Schräge meine Dusche haben. Lisa wollte unbedingt eine Badewanne haben und deswegen haben wir hier relativ zeitnah eine Gaube einbauen lassen. Und jetzt können wir in der Wanne liegen und nachts in den Sternenhimmel hochgucken. Der Waschtisch stand auch in der Werkstatt meines Vaters. Da war auch sofort die Idee geboren, dass wir den als Waschtischunterschrank nutzen. Und ich habe auch ein wunderbares Waschbecken dafür gefunden. Die alten Einlegeböden haben wir genutzt, einfach um unsere Sachen aufstellen zu können, haben sie umfunktioniert. Und so passt sich das alles ganz gut zusammen mit den alten Balken, den alten Werkstatttisch.
So, das war unser Rundgang durchs Haus. Und jetzt zeigen wir euch den Garten. Kommt einfach mal mit. Auf geht's. Das ist unser Garten hinter dem Haus. Hier haben wir vor 2 Jahren ein Natursteinpflaster freigelegt. Das haben wir durch Zufall unter einer Wiese entdeckt. Dann gehen wir mal weiter. Danke. Das ist unsere Wiese, unser ganzer Garten mit Baumbestand, Kräuterschnecke und Acker. Wir haben im Frühjahr ganz viel Mohn gesät und Tulpen, Lilien. Die verwende ich dann auch im Herbst, ab Herbst, wenn sie dann ausgereift sind, für meine Schmuckstücke. Die Natursteinmauer ist natürlich für Tiere eine wunderbare Versteckmöglichkeit. Da wir unseren Eckart haben, müssen wir natürlich auch das Gemüse schützen. Die Kräuterschnecke ist dieses Jahr fertig geworden. Die haben wir auch schon reichlich bepflanzt. Die haben wir aus den Steinen, die wir im Haus gefunden haben, gebaut. Da haben wir hier die unterschiedlichsten Kräuter, wir hier vom Thymian bis zum Salbei. Da hinten wächst der Rosmarin. Das ist einfach schön anzusehen, wenn man dann hier abends sitzt und bei einem kühlen Getränk einfach seinen Garten genießt und einfach in der Natur ist. In dem Gartenbereich scheint abends immer noch sehr, sehr lange die Sonne. Und das ist schon wirklich unser Tagesziel, dann auch hier uns zu erholen. Also wenn ich mir die Sanierungsfotos angucke, dann bin ich sehr, sehr stolz darauf. Es haben auch viele, viele Nachbarn mitgeholfen. Also gerade wenn Baustofflieferungen kamen, die Straße ist sehr eng, hatten wir viele helfende Hände, die einmal spontan dazu kamen. Und auch die Kinderbetreuung. Mit so 2 kleinen Kindern eine Sanierung durchzuführen, ist auch eine Herausforderung. Und wir hatten eine ganz, ganz liebe Nachbarin, die auch viel gebastelt hat mit den Kindern und sie auf die Hunderunde mitgenommen hat. Und das war für uns eine Riesenunterstützung. Wir haben die Fassade schön gestaltet in einem freundlichen Grau, haben ein bisschen Farbe reingebracht, haben die Gefache neu gemacht. Wir sind ja bloß eine Generation, die das Haus begleitet. Und unser Ziel, unser Anspruch war es immer, dass das Haus 300 Jahre alt ist und noch mal 300 Jahre alt werden soll. Das war für uns als Familie auch eine Herausforderung, aber auch ein schönes Erlebnis. Das war die Roomtour durch unser schönes altes Fachwerkhaus. Und wenn ihr noch mehr schöne Häuser oder Wohnungen sehen wollt, abonniert den Kanal oder schaut mal hier. Bis dahin alles Gute. Ciao. Tschüss.